Suchen und Finden. Wer, warum auch immer, auf die Suche nach anderen Ordnungen gerät, als der, in der er sich im Augenblick vorfindet, erlebt neben einigen erhebenden Erfahrungen bedeutend mehr Sequenzen des Schreckens, angesichts einer tranigen Konstitution, die ständig das Ich-Bild mitsamt seinen Fremd- und Selbstbestimmungen, also die verinnerlichte alte Ordnung, wiederherzustellen versucht. Dagegen anzukommen erscheint immer wieder aussichtslos. Auch deshalb, weil die Mittel zur Auflösung der alten Ordnung nicht aus ihr selbst stammen können, obwohl sie auch innerhalb ihrer zu finden sind. Einfach aus ihr ausbrechen zu können, ist ein Phantasma, das meist mit gewissen Hoffnungen auf kommende bessere Umstände verquickt ist. Ein Trick des Ich-Bildes, das einen so tiefer ins Illusorische hineinlockt, anstatt dazu zu verhelfen, es durchschauen zu können. Das Realisieren dessen, was wirklich gerade ist der einzige Schlüssel, der zur Verfügung steht. Man muss diese Realität schauen, ohne dabei in die Lähmung zu fallen, dass die Dinge so, wie sie nun sind, auch zu sein haben. Das heißt, den Zustand oder Umstand anzuerkennen, ohne daraus ein Gesetz zu machen. Das ist die einzige Aufgabe und zugleich die schwierigste. Sie erfordert eine paradoxe Form der Selbstdisziplin. Vielleicht könnte man sagen, eine Disziplin, sich ins Paradoxe hineinzuschrauben und seine Spannungen auszuhalten, ohne Hoffnung auf Erlösung. Das heißt, sich mit der Möglichkeit anzufreunden, dass alles paradox bleibt. Das ist der Weg aus dem Griff der alten Ordnung. Er bedeutet, sich ein kleines Stück von ihr zu entfernen, gerade genug, damit sie nicht alleinherrschend bleibt, um mit dem einen Fuß in völlig unbekanntem Gewässer zu stehen, ohne darin zu ertrinken oder einen Steg bauen zu wollen. Das beides zugleich ist der Ort des Paradoxen. Man steht neben der Ordnung und kann sie erkennen und dabei sehen, dass sie offensichtlich nicht die einzig mögliche ist. Sobald ich die eine neue Ordnung auswähle, bin ich dem Prinzip der alten Ordnung in mir auf den Leim gegangen, etwas festlegen zu müssen. Sich zu emanzipieren von dem, was gelernt wurde, bedeutet nicht das Durchstreichen des Alten und die Flucht ins Neue, sondern es erfordert, die Illusion einer Eindimensionalität mit Mehrdimensionalität zu konfrontieren, indem ein Sowie als auch realisiert wird, rezeptiv sowie praktisch, anstatt ein Entweder-Oder zu setzen und zu erleiden. Es gilt zu erkennen, dass die Verinnerlichungen des dogmatischen Denkens, das auf die Zerstörung des Denkens hinausläuft, zwar nicht allein selbst verschuldet sind, denn die Kultur, der man angehört, hat einen ständig dort hineingedrängt. Dabei aber nicht wie ein hilfloser Käfer sich auf den Rücken zu werfen und diesen Mechanismus sehenden Auges zu erdulden. Wenn er gesehen wird, beginnt die Verantwortung. Wege und Mittel zu finden, ihn sich nicht reproduzieren zu lassen, also einen Stock zu finden, den man zwischen die Speichen eines sich ständig weiterdrehenden Rades unnötigen Leidens werfen kann, um es endlich anzuhalten. Dieser Stock ist man selbst. Das Beenden solcher Leidenskreisläufe fordert die Bereitschaft heraus, sich dafür aufs Spiel zu setzen. So erscheint die Notwendigkeit herauszufinden, wie es möglich ist, über sich hinauszugehen und das nicht nur einmalig mit einem Schlag, sondern als eine stetige Übung. Das Einüben der kontinuierlichen Bewegung über sich hinaus ist das Ankommen im Prinzip des Lebendigen, also im Grunde das Ende der Suche, ohne dass das Suchen aufhören muss. Das Erkennen dessen löst möglicherweise ein Lachen aus, denn es wird gesehen, dass das, wonach man sich zu finden auf den Weg begeben hat, im Aufbruch schon immer enthalten und eingelöst war und bleibt. Jede Erkenntnis dieser Art birgt die Gefahr, sich zum neuen Dogma zu verfestigen, weshalb es nicht ausreicht, auf die eigene Wissensfähigkeit zu bauen. Das Erkennen erfordert, der Intelligenz zu vertrauen, die ich nicht bin, die im gnädigsten Falle immer für Momente gerade noch aushaltbarer Kränkungen sorgt, um mich weiterzutreiben. Im Anerkennen, dass diese permanente Bewegung das einzige Existenzial ist, das wirklich Bestand hat, löst sich das Ich als festes Bild auf, um sich neu zu formieren, sich dann wieder abzubauen und wieder neu zu bilden,
um daraufhin zu zerbröseln und abermals zu entstehen, womit es Teil der großen Bewegung des Lebendigen wird, indem es sie schlicht und demütig mitvollzieht.